so what I do, these are the three. There's actually more, but because we do talk about utopias, and we do talk about dystopias, and we do have a assignment where they argue if we're moving more towards a utopia or a dystopia. But that's not one of the projects I want to talk about. But you can talk about that, translate that part. Okay. Und eine von den Parameter oder eine von den Möglichkeiten einfach für dieses Lernen hat damit, dass die dann halt auch dann schauen, was ist eine Utopia, was ist eine Dystopia, und dass man dann halt so beiden Seiten verargumentiert werden können von einer gegenwärtigen Semester sozusagen, so Klasse oder Kurs, ob wir uns gerade mehr auf eine Utopie, also Utopie hinbewegen oder die dystopische Welt hinbewegen. Aber das ist nicht eine von den Schwerpunkten von heute Abend. This is something you could do yourself, just for fun. So what I make them do is write a letter to themselves from 35 years in the future. And they have to imagine what it's like. And I give a list of criteria, what they're eating, where they're living, their jobs. And so they're forced to imagine what that future is like. 35 years, and you're writing yourself. Und das ist eine Übung, und also ich denke, in unserem Kreis ist so eine Übung eher bekannt und vertraut. Aber man muss vorstellen, er unterrichtet an eine von den Top-Universitäten in den USA und bringt sowas humanistisch, wobei humanistisch heute auch wieder so einen, darf ich das so sagen oder nicht sagen, Wort gerade ist. Er bringt dann halt so dieses menschliche Komponente rein, und er hat gesagt, das ist auch etwas, wozu er dich einlädt, oder was du selbst tun kannst, ist, du schreibst dir einen Brief, so mit deinen zukünftigen Selbst sozusagen in 35 Jahren, soll dir einen Brief schreiben, wie es sich lebt. Und er gibt dann halt so dann die Kursteilnehmer auch so eine kleine Kriterienliste auch mit, zum Beispiel, dass sie dann halt auch beschreiben müssen, genau, was essen sie, wie leben sie, wie sieht ihr Arbeitsplatz aus, und so andere also Lebensaspekte, dass die halt sozusagen ein bisschen gezwungen sind zu schauen, okay, was ist ihr spontanes Feld, wie sie sich in 35 Jahren, wie es für sie sein wird, dass sie dann halt einfach da anders wachsen müssen, um diese Vision dann, was sie empfangen, auch vielleicht zu verkörpern, oder aus dieser Warte heraus rückkoppelnd in der Gegenwart. Was machst du draus? I mean, every now and then I get a few that talk about a post-apocalyptic world and they're living in a cave. Und hin und wieder hatte schon die Studentinnen-Schule, die irgendwo so das Gefühl haben, sie leben post-apokalyptisch in irgendeiner Hülle, und es ist back to the absolute basics sozusagen, dann Caveman-technisch, aber ganz selten. Aber es gibt hin und wieder auch dann diese Kandidaten. But what I find is interesting through the experiment is that most of the times, despite everything we're hearing, it's a positive future. Und er sagt, und das ist, er kennt mich dann auch so von meiner ganzen Arbeit und auch von der Schatztruhe, im normalen Fall gibt es eine gute Zukunft. Die Menschen haben diese Gabe für sich schon, und für uns und für unser Dasein auf diesem Planeten sehen sie eine nährende gute Zukunft. Und die gibt es auch. So the younger generation is more positive than we are led to believe. Und die jüngere Generation, die in die Macht kommen wird, ist viel positiver veranlagt, als man uns das glauben lassen möchte. So what I do is I encourage that sense of vision then. Und was er macht ist, er versucht dann genau diese Visionär-Ebene mit dieser guten Zukunft
Nahrung und Futter zu geben, damit die Studenten das auch tatsächlich leben können, daran glauben und vertrauen können, das können sie auch für sich ausleben und manifestieren. Das steht ihnen zu, das so umzusetzen. So for the next assignment, another assignment, I have quite a few, is that they have to now create, invent, or improve upon something for the future, like an invention, come up with something, or something that our society needs to have to make it better. And they have to not only design it, they have to do a presentation in front of the class with either a model of it or a display, a full PowerPoint presentation demonstrating what that idea is about. And it's brilliant because some of these ideas, they go, oh, I can make this, because they're engineers. they think outside the box. Yeah. Und eine andere Aufgabe, was er an seine Kursteilnehmer denn stellt, ist, dass sie die Aufgabe haben. Ich meine, die kriegen auch Noten für diese Sachen. Also sie müssen sich dann schon einbringen und Engagement haben, sonst fliegen sie durch den Kurs durch. Wobei ich glaube nicht, dass man bei ihm echt durchfliegen könnte. Ich glaube, der ist immer so unterstützend auf die Art und Weise, dass die gute Abschlüsse alle haben. Aber er sagt, was sie auch tun müssen, ist was absolut lebensnahe zu tun, auch weil das dann halt diese technische Universität ist. Das heißt, sie müssen eine Innovation, entweder eine Innovation nehmen, den es schon gibt, und dann müssen die Teilnehmer das so verbessern, dass es dann eine ganz andere Wertigkeit in die Zukunft also einnehmen kann. Oder sie müssen was ganz Neues, was wir wirklich dringend brauchen würden, müssen sie dann halt auch etwas von Grund auf erschaffen oder erstellen. Und die müssen das dann halt auch im Kurs als Teil von ihren Abschlussarbeit, müssen sie das dann halt auch richtig als Modell oder als PowerPoint-Präsentation zeigen. Oder die müssen das dann halt wirklich, dass es funktioniert, mitbringen, weil das sind Leute, die dann halt so im Ingenieurbereich arbeiten werden. Und er will, dass sie das dann halt auch so zu Ende gedacht haben, dass das Ding tatsächlich steht und benutzbar ist. Und das ist ein Semester. Wir reden nicht von ein ganzes Jahr oder so etwas. Ein Semester, das sind ein paar Wochen eigentlich. Und damit stimuliert er dieses hoch kreatives Feld. Und das sind alle Sachen, wo wir heute Abend über unseren kollektive Energieebene uns mit anschließen können. Wir kennen von den Akashic-Felder, wissen wir, dass wir dann auch mit in solche Felder uns einklinken können, um dann wieder so nochmals dieser kreativen Geist für uns auch zu erfahren und dich dann halt so darüber stimulieren zu lassen. Zum Beispiel, wenn du im Hier und Jetzt was Neues für dich umsetzen willst, dass du dann halt auch dir erlaubst, dann so vom Herzenfeld oder von denjenigen, die das tatsächlich können. Vielen von euch haben die Aura-Ausbildung schon gemacht, die ich hier sehe, die heute Abend dabei sind. Und dann kannst du einfach in diese Akashic-Felder gehen und dir auch dann die Impulse holen. Die sind frei, also frei verfügbar dann für uns. Yeah. So I was just saying that, after I did the translation, that for, one of the things we can utilize tonight by being in touch with you, is a lot of people that are on the call tonight are people who have done like the hour training or really good with their tummy intelligence. And that, we can utilize the fields of Akashic or morphogenetic fields to be in touch with you and your students to get these impulses of how to create, how to do, and to be able to, utilize that in our own lives, in our own projects when we want to start to maybe do something new. So yeah. we have the understanding of what you're doing, and we have people here also with the skill set to be able to go in and say, okay, I can pull this impulse out of there because I know it's going to work. Has hands and feet, and I can also use it for my
creativity and Yeah. also for my implementations. Yeah, it's about creating vision. Yeah, and of course, finally, one last part of it of the class is that we split into 4 groups, and they have to design the city of tomorrow. And so, and I give them a whole list of what criteria has to follow, whether infrastructure, design, politics, what kind of, how is it going to run politically, economically, how it's going to run economically, going into how it's built, the materials, how they treat the environment. We go into all those issues. And so all that's thrown in the last project, and they have to give, again, a PowerPoint or other kind of demonstration. Und auch hier, also auch für den Abschluss von diesem Seminarinhalt ist, dass er von den Studenten verlangt, dass die teilen sich in 4 Gruppen auf und sie mussten dann halt auch der Stadt, also mit DT, Stadt von morgen erstellen oder erschaffen, aber auch dann richtig in alle seine Feinheiten. Also da gehört dann dazu, dass sie dann die Infrastruktur, welche Materialien werden eingesetzt, um das zu bauen, und welche politischen Struktur soll so etwas haben, wie sollten die ökonomischen Sachen ausschauen, die Wirtschaftlichkeit von Sachen ausschauen. Das müssen sie auch alles erbauen und untereinander wirklich dann wirksam machen. Wieder, das ist etwas, was innerhalb eines Semesters stattfindet, dass sie dann sozusagen diese Stadt von morgen richtig herstellen und dann miteinander teilen als Teil von dem Curriculum. Yeah. And also, is there a place for art and literature and music? Und es sollte dann halt auch natürlich Raum geben, was sehr, sehr wichtig ist dann halt so nochmals so für Kunst, für Literatur, für Musik, für die feinstofflichen Sachen. And what is religion going to look like? What is spirituality going to look like? Und dann auch nochmals, wie sollte Religion ausschauen, wie sollte Spiritualität ausschauen, also einfach das Ganze wirklich dann halt so der ganze Mensch sein auf eine ganz andere Ebene. So you can understand that the university loves this class because it makes their students more creative, and they have come up with some pretty amazing things. Ja. Und er meinte, die Universität selbst liebt dieses Curriculum, was er dort anbietet, weil es macht dann die Studenten von dieser Uni dann noch begehrter als Menschen, aber auch auf dem Markt, weil sie so vielseitiger sind in ihrem menschlichen Dasein. Und das sieht der Universität auch super gut aus in dem Moment, wenn die solche Schüler hervorbringen. Yeah, it was so successful at Cal Poly Pomona that Cal State Fullerton, the other university I'm at, took the idea and now they're teaching it, and the classes immediately fill. Ja. Und das ist bei ihm entstanden auf der Technischen Universität, und jetzt das andere, wo mehr die so humanistische, menschliche Studien sind von der anderen Universität, die fanden das so mega, dass sie jetzt das auch übernommen haben, und die Kurse sind immer voll mit Studenten. Yeah. And this paradigm should be imitated elsewhere, I believe. Und für diejenigen, die noch Bock haben, was zu unterrichten, also unter uns, wir machen das auf die freie Marktwirtschaft-Ebene natürlich, dann sagt er, dieses Konzept von ihm auf diese Art und Weise möge an ganz vielen Stellen ebenso also entstehen und umgesetzt werden. Yeah, so that's my perspective. Eine der 2 von euch, die hier schon, die sehe ich im Screen drin, die schon mit Universitäten hier zusammenarbeiten. Vielleicht habt ihr Lust, auch so etwas vorzuschlagen in eure Fakultäten. Und das ist eine ganz gute Geschichte. Und auch, wie gesagt, privatwirtschaftlich sind ganz vielen von euch auch hier freiberuflich, die im Call drinnen sind. Vielleicht habt ihr auch Lust, so etwas im Leben zu rufen. And it's already led to inventions. So
Und es sind auch zu ganz vielen Innovationen und Sachen, die patentiert worden sind, über diese, also sind entstanden aus den die Kursinhalte sozusagen, was die gemacht haben. Although one I'm not sure if I'm happy about. Which one's that? Uh, uh, the person in my class invented a drone that has impellers Oh, that is completely silent and can go underwater. und er sagt, es gibt eine Innovation, wo er nicht sicher ist, ob er das richtig gutheißen kann, mag oder nicht. Und habe ich gefragt, was es ist. Und dann hat er gesagt, es ist eine von den Studenten hat eine Drohne entwickelt, wo die Propeller im Innen drin eingebaut sind für die Vorwärts- oder für die Bewegung. Das heißt, das Ding ist absolut geräuschlos, weil jetzt, wenn Drohnen kommen, die kannst du hören. Das But heißt, da kannst du beobachtet werden oder was im Einsatz sein, was gar nicht hörbar ist. Und das Ding kann auch in Wasser tauchen. Also es kann in der Luft und es kann auch in Wasser eingesetzt werden. there's been a lot more positive ones. So just say that one worried me a little bit. So it's not perfect. Ja, genau. And would you like to move in the context of this, because I think it's a good sliding over point Yeah. for what you just said. Like how will the drone be used by whom? Who's going to buy it? Who wants to use it? Yeah. And that might be a good thing to start looking at, maybe like tycoons and tyrants, and what do we learn from them to be able to keep to make our good vision for the future. We're going to keep having both fields, tycoons and tyrants. What is your experience? How to get people not to be hypnotized by those, Crocodile Dundee, the hypnotizing thing there, not to be hypnotized by that, but to stay reflective and in action modus and not reaction mode. Also ich habe ihm dann die Frage gestellt, für mich dachte ich, das ist vielleicht ein guter Übergang zu einer von den Themen, die ich euch angeboten habe zusätzlich. Also ich finde, es war ein super Wissensaustausch, was uns ganz viel Freude, Hoffnung für die Zukunft machen soll. Und jetzt habe ich gefragt, anhand von dem Drohnen fand ich das vielleicht einen guten Übergang. Da werde ich sehen, ob er zustimmt mit dem Themenwechsel oder ob er was anderes hat, was er uns lieber erzählt. Weil ich gesagt habe, genauso eine Drohne ist etwas, was dann halt so dann die Tycoons, also die Superreichen, wie man heutzutage sagt, und die Tyrannen, etwas, was sie natürlich gerne in ihr Obmacht gerne hätten. Und was können wir tun und lernen auch von Geschichte heraus, wie wir denn sattelfest bleiben können, auf unsere gute Zukunft weiterhin schauen und ins Agieren bleiben, anstatt in das Flucht, Frieren, Starr werden, uns zu verlieren. Was können wir lernen, damit wir dann halt ins Agieren gut bleiben können? Well, you know me, I'm very positive. So I encourage that idea would be applied not for a military use, but for an educational use. Because with that kind of drone that's able to easily go underwater, you can do a lot when it comes to oceanography. You can do a lot when it comes to exploring places, not just simply for academic reasons, but for environmental reasons. Being able to view these places underwater where maybe it's an oil spill, or maybe there's something that is going on that we need to investigate. So something that could be used for not gonna say the word evil, but for not good, the absence thereof, to something that's useful, education. Yeah, it could be used in a positive way. Und jetzt hatte mich ein bisschen mehr so fachspezifisch auf den Drohnen hin wieder geantwortet, aber einfach nochmals, um aufzuzeigen, was wir auch kennen von der Aura-Ausbildung oder dann halt auch Umgang mit der Akasha, dass wir in diesen Feldern immer wieder schauen,
welche Möglichkeiten gibt es, warum etwas so, wie das ist. Und dann auch zu schauen, 2, 3 unterschiedliche Möglichkeiten, wie etwas so angewendet werden kann. Und er hat jetzt gesagt, dass zum Beispiel bei dem Drohne, er würde für sich dann halt auf die günstigen Felder oder positiven Felder Aspekten versuchen zu fokussieren oder das mehr Raum zu geben, zum Beispiel, dass man dann so eine Drohne einsetzen könnte, anstatt für Militär. Möglichkeiten, Perspektiven, dass man das dann so einsetzt, nochmals, um zu unterrichten. Wie schaut das aus, zum Beispiel, wenn man diese Drohne dann wirklich gut im Wasser reinbringt? Also, dass man da halt auch schauen kann, wesentlich bessere Bilder vielleicht, was im Meer abläuft, wie unsere Freunde im Meer einfach gerade so unterwegs sind. Oder wenn halt zum Beispiel diese Öllech stattfinden oder diese Öltankers umkippen oder solche Sachen es gibt, oder auch an anderen Stellen könnte man die Sachen dann halt auch in die Erde so mal mit reinspeisen und die können dann halt vielleicht ganz anderes sehen. Wo ist genau das Problem? Oder dann weiß man besser, wie man handeln könnte, um das Problem zu beheben auf der Ebene. Aber er würde dann halt schauen, dass man diese Sachen dann möglichst dann so einsetzt, dass sie uns dann einfach mit neuen anderen Welten anders in Verbindung bringen kann, wo wir wieder auch darüber mehr lernen können und dann nochmals mehr Empathie entfalten würden. So hopefully the class will instill enough of a moral compass so they make a right decision between education or environment as opposed to military use. But it's going to be used on all areas, and that's the reality, though. We so much technology came about as a result of World War II. All these inventions, and they were used for not good reasons, and then they were reapplied for good reasons. So it can work the other direction. So for me, I'm an optimist. So I believe there's a silver lining. Otherwise, we would not be here right now. We would have been gone long ago. Und er sagt, ganz viele von den Innovationen und technische Errungenschaften, mit denen wir jetzt zu tun haben, sind alle Felder, die aus dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind und wo sie bekanntlicherweise in viele Felder für, ich sage in unserer Sprache, weniger als Liebe eingesetzt worden sind. Aber in der Gegenwart, in der Zwischenzeit ganz vielen von diesen Innovationen denn wirklich für eine bessere Lebensqualität sozusagen so umgewidmet worden sind. Und er bleibt dann sozusagen der ewige Optimist. Und das in so vielen Sachen, es gibt dann halt so diese, glaube, das sagt man auch auf Deutsch, in einer Wolke das Silbrige, das Glänzende innerhalb von einer Wolke, das Gute daran, wenn man diesen Optimismus nicht mehr aufbringen kann, dann wären die ganzen Gesellschaften also längst weg. Also auch von der Erde, man hat sich selber dezimiert. Deswegen braucht man immer diese optimistische Haltung. Und I see that Bianca has a question. Do you want to unmute? Nope, you're just waving too? Okay. Okay, now it's gone. Okay. No Yeah. problem. We're open for questions. Marie, has there been any questions in the chat? Nothing so far. No. Okay. So, hey, I want to bring up something real quick about my optimism. From 2005 to 2010, I actually had an international magazine that was every major English bookstore in the world. Actually, distribution was pretty high. So whether it be United States or Canada or UK, although we were bookstores, select bookstores in Germany. So we were there in Austria as well. So, and Switzerland. So, and it's called Sacred History Magazine. Yeah, I tried to see if I could get some back issues like over Amazon or someplace, but it wasn't No longer. possible. Yeah, and the reason why I'm bringing this up is Let me give a translation quick. Also eine von seine, das ist auch ein Tausendfüßler, gell?
Er hatte von 2005 bis 2010 eine eigene Zeitschrift herausgebracht, diese History. Das ist in alle Buchhandlungen in den USA und Zeitschriftenstände ist es verfügbar gewesen und sogar auch in diversen Länder, Deutschland, Österreich, Schweiz zum Beispiel, konnte man auch die Exemplare bekommen. So the reason why I bring this up is about optimism. Okay, this is my end of the world issue. Und das ist seine Ende der Welt-Ausgabe, die er gemacht hat. Which year was that? This one came out in 2006. Yeah. Und er hat eine Ende der Welt Ausgabe herausgebracht, aber 2006, dabei lief seine Zeitschrift noch 4 Jahre länger, gell? Mal schauen, was er sagt dazu. And I had some of the world's top scholars, Dead Sea Scrolls scholars, talking about the Essenes and end of the world. But sorry, that's not why I'm bringing it up. Okay. Er hatte ganz viele, also ganz wichtige historische Lehrer, die auch eine Meinung abgegeben haben in dieser Zeitschrift, auch über so vergangene Kulturen. Er hat dann noch eine weitere Botschaft. Das war nicht der Grund, dass er das jetzt so gerade benannt hatte. So what I did is at the very bottom of the magazine, I put all the times throughout the centuries that people declared that the world was going to end. Und was er getan hat in dem Exemplar, in der Ausgabe war, dass er unten, also in die Fußnotizen, durch die ganze Zeitung hindurch, richtig gelistet hat, wann und wer deklariert hat, die Welt ist morgen puff und vorbei. Yeah. Also er hat die ganze negative Prophezeiungen nochmals aufgelistet, wie oft es vorausgesagt wurde, die Welt ist aus. So apparently it was the Assyrians, and a clay tablet declares, our earth is degenerate in these later days. There are signs that the world is speedily coming to an end. Bribery and corruption are common. Children are disobeying their parents. I guess the world ended. I mean, it's going to end. Which culture? I always forget with the Assyrians. Assyrians, Assyrians. The Assyrians are they were thrived from pretty much 700s BCE. Assyrer. So, yeah, they're the Yeah. ones who destroyed the northern kingdom of Israel. So Okay. Ja. Die waren 700 BC, haben die auf so eine Steintafel von den Assyrien Rasse oder Kultur haben die, das klang wie, man könnte das heute vorlesen. Also das ist Ende der Welt sei, alles ist korrupt, es ist alles denn die ganzen Dekadenz und die Kinder hören nicht auf ihre Eltern und achten nicht auf ihre Eltern und alles eine Katastrophe. Die Welt nimmt ein böses Ende. Und dann hat James gemeint, oops, looks like the world already ended once. Also sieht aus, als ob die Welt schon damals schon runtergegangen ist. Das ist 700 vor Christus. Ja. Also wir sehen, wir haben immer wieder mit dieser Aussagen zu tun, oder ich nenne sie öfters denn so Projektpläne, die von irgendwelchen Mächtigen immer wieder so verfasst werden. Und bei ihnen läuft es etwas richtig pro Projekt und pro Plan ab. Aber was wir verstehen dürfen, ist immer wieder, da drin gibt es trotzdem Freiraum für uns. Bloß weil die bloß etwas planen, heißt es nicht, dass wir es so umsetzen müssen, wie sie es gerne hätten. Deswegen haben wir die freie Wille und auch die Möglichkeit, im Hier und Jetzt anders zu agieren. Aber wir sehen, wie oft die versuchen mit den gleichen Angst und Furcht und Fear-Patterns die Menschen einfach in du bist zu klein und unwichtig und unwesentlich und du kannst sowieso nichts ändern, dich in dem Feld verweilen zu lassen, anstatt dass du immer wieder in deine Kreativität reingehst und schaust, und wie kannst du
da drin die Grauzonen für dich erkennen und wie kannst du auch in diesem Feld nochmals für dich vielleicht ganz andere Rückkopplungen machen, die einfach etwas befreien. So I said a little bit of my own, party line, so to say, was that they're always calling wolf, so to say, Yep, and that's that's always trying to make I was people going to say that too. think we're on the same plane. Yeah. And that it's always about, them always trying to make everybody feel small and worthless and you can't change anything. And it's like they always have all of these great project plans set up. And just because they have a plan doesn't mean we have to fulfill their planning. And it's always up to us with our free will. That's why we have it. If Yeah. we stay in their agenda and in their plan, or if we find the gray zones, or it allows us to create a huger new level of creativity where we can propel things forward in a different way according as to how we want to see the world be. Yeah. And my job in life is to help people think outside the box, to think of new possibilities, to reinvent themselves, and to create a more meaningful world of interaction and open communication, and most of all, empathy. Und er sieht es einfach als seine Aufgabe, nicht nur so an der Uni, sondern auch in seinem Privatleben in diesem Sinne, die Menschen einfach immer wieder so für Diskussion zu öffnen, das Empathische zu entwickeln und zu entfalten und einfach diese höchste kreative Niveau, was Menschen in sich tragen, zu stimulieren, dass sie auch Lust haben, das selber kennenzulernen und das dann halt auch so Leben einhauchen in die eigene Kreativität und die eigene Schöpfung. Yeah. In, So, and in this context, can I ask you a question about Mary Magdalena? okay, you mean it looks like I published the whole issue on that. You know that, right? No, I didn't. Yeah, here it is. Lunch was too short. Oh, there it is. Yeah, I published the whole magazine on that. Okay. Which year was that? It's probably the same year. It's a golden year, 2006. Okay. Everything you want to know about Mary Magdalene and less. Cathar mysteries. Ooh. These are my photos. I took the photos of this magazine as well. Oh, cool. Yeah, Huh? because 2006 was that was an important year because I had taken a group into the White Desert and Egypt that year, and that's the year they had a bunch of the big bombings there again as well, and the terrorist attacks. So 2006 was one of those Schalt. Well, also you had the Da Vinci Code being very popular at that time, the book, and then the movie came out. So yeah, so I was flown to France and England and Scotland and Italy, and did all this research. But yeah, I mean, what do you want to know? No, because she's also used as in a lot of esoteric spiritual circles. She's also something that's used as like a key figure of maybe where things went wrong, but also of a different kind of feminine key to our present or to our future. Okay, Maybe you have some insights or ideas, or you can translate that for them, and okay. Thank you for reminding me. Because like, Was habe ich gesagt? Da muss ich mich übersetzen jetzt. Also ich habe versucht, so ein bisschen nochmal so eine Bogen reinzubringen, Dan, weil er hat sehr viel Glück gehabt. Es klingt wie eine traumhafte Reise. Er würde bezahlt, zu recherchieren. Frankreich, Schottland und andere Länder, wo immer wieder behauptet wurde, dass die Maria Magdalena womöglich eventuell doch vielleicht dort gelandet ist, und dann halt auch in der Rolle als die Frau von Jesus mit gemeinsamen Kindern von ihnen und in Frankreich dann also gewesen ist. Und dann gibt es andere Felder, dass sie dann halt irgendwo in die Türkei
oder Jerusalem, die Gebeine jetzt sind und so. Also es gibt sowieso eine ganze Bandbreite. Aber ich habe ihm dann die Frage gestellt, Maria Magdalena wird in ganz viel esoterische, spirituellen Kreisen wie so eine Leitfigur oder Leitfaden angesehen, zeitweise mit dem, was schiefgegangen ist, damals, was die Rolle von Frauen vielleicht in der Religion angingen. Aber sie wird einfach dann sowieso einen Schlüssel auch für eine gute Zukunft angeschaut. Jetzt habe ich ihm nach Impulse gefragt. Mal schauen, wie er antwortet. Gesicht war nicht so, muss ich die Frage haben, jetzt bin ich nicht sicher. So I just said, I'm not quite sure from your face when I asked the question what your answer is going to be. Yeah, well, okay. Well, first of all, I'm not sure if you know, you probably can't see it very well. This is Marvin Meyer. Okay. Marvin Meyer was a close friend of mine. He passed away. And he was my mentor at Claremont Graduate University. And he was one of those people who worked on the Nag Hammadi Library. Just want to stop there. Okay. Today. Und zwar, es gab seinen Mentor, wo er studiert hat damals, der James, der hieß Marvin Meyer. Und er war eine von denjenigen, die ganz stark an diese Nag Hammadi, wie sagt man, Rollen, also diese, jetzt weiß ich nicht mehr auf Deutsch genau, wie die heißen. Das sind halt so denn diese, wenn eine weiß, was ich meine, bitte sagen. Also es gibt dann halt so diese alte historische Papieren sozusagen, die dann irgendwann mal so neu entdeckt worden sind. Nag Hammadi, was that in Libya or was that? So Nag Hammadi are the Gnostic library discovered that had all these gospels. Okay. And many of them refer to Mary Magdalene. Okay. Und die Nag Hammadi, das ist irgendwo so in einer Wüste, wurden diese Sachen irgendwann mal dann geborgen oder neu entdeckt. Und in diese also Schriften sozusagen wurde auch sehr viel Rückkopplung zu der Wichtigkeit und die Rolle von der Maria Magdalena also festgehalten oder niedergeschrieben. So the Qumran was the Dead Sea Scrolls. I see somebody saying that. But Nag Hammadi is in Egypt. Okay, Nag Hammadi is Egypt. Okay. So I studied these works as part of my PhD. So you guys, I don't know if you want to translate that, but Und da hat er diese Sachen studiert als Teil von deiner Dissertationsarbeit. but I mean, I think I have some good news. Yes, please. And since we can't get that magazine anymore, because I tried on a couple of different things, you might have to give us either that, or we're going to have to go into the Akashic Chronic and try to read the magazine from there. Okay, so looking at the documents from early Christianity, the original manuscripts. Also wenn man die Dokumente anschaut von den ganz Original Schriften zu den heiligen Lehren, we know from the Gospel of Philip, wissen wir von den Gospel von Philipp, also from the Gospel of Mary Magdalene, und da gab es auch ein Gospel, also Schriftstück von Maria Magdalena, and other Gospels like the Gospel of Thomas, und auch weiteren Schriften, also Aussagen von zum Beispiel auch von Thomas, that these works believed that Mary Magdalene had some kind of relationship with Jesus. Und diese Texte, also ich sage jetzt behaupten, also diese Texte haben festgehalten, dass Maria Magdalena anscheinend eine Beziehung mit Jesus hatte. The Gospel of Philip refers to
Mary as Jesus's consort, which is another word for spouse or wife in Greek. Und im Griechischen hinein, in diese Gospel von des Philipps, wurde dann festgehalten, dass Marie, jetzt haben wir das Begriff again with Camilla, Queen Consort, dass das dann halt so eine Consort bedeutete im Griechischen, dann wie eine Ehepartner, Partnerin von Yeah. Jesus. Now, there's more. These works are written within 100 years after the lifetime of Jesus. Und diese Arbeiten sind alle ungefähr 100 Jahre nach dem Ableben von Jesus verfasst worden. And there was a large group within the church that did believe that they were married. And the first time there is anybody who refutes that is in the 300s CE. So 250 years later. Und damals gab es ganz viele Menschen innerhalb der Kirche, die daran geglaubt haben oder wussten darum in diesem Sinne, dass Jesus und Maria Magdalene eine Beziehung zueinander hatten oder auch dann vielleicht sogar gemahlen gewesen sind. Und das wurde erstmal so dann dagegen, dagegen gesprochen wurde, war 250 Jahre später, ungefähr 300 nach Christus. That's a long time. Das ist eine lange Zeit, Ja. um dann halt so auf einmal wieder so, dass dieses Dagegenfeld entstanden ist. Meanwhile, there were always groups who believed that they were together, including the Bogomils, the Albigensians, and the Cathars. Und Bogomils, Argentien und Kataren haben immer geglaubt in diesem Zeitraum, dass die ein wirkliches Paar gewesen sind. And that brings us all the way to the 1200s. Und das begleitet uns bis in die 11., 12., 13. Jahrhundert hinein. When Pope Innocent declared a crusade against them. Und das hat dann dazu geführt, dass der Papst, das ist einfach zu blöd, um auszusprechen auf Deutsch, so Unschuld, Innocenti, glaube ich, hat man eher so die lateinische Name, aber Innocent bedeutet Unschuld und wir wissen, kein Papst ist unschuldig, das ist die Lysa 3D-Wertung gerade in unserem Gespräch hinein. Aber der Papst hat dann richtig dann begonnen, diese anderen Menschen, die geglaubt haben, die wären ein Paar gewesen, dann ausrotten zu wollen. So it is an absolute historical fact that people believed Jesus and Mary Magdalene were married early on, as early as the 2nd century. Absolute fact. Ja. There's no evidence to go against that. Und es gibt, also tatsächlich ist das so, dass es dann Menschen, die felsenfest dran geglaubt haben, das ist eine Tatsache, die nicht wegzustreiten ist, dass sie geglaubt haben, dass Mary Magdalene und Jesus tatsächlich ein Paar gewesen sind. But critical thinking, right? Just because people believe it doesn't mean it's true, Und but dann, it doesn't mean it's not true. und dann haben wir das, was wir so oft auf diesem Planeten haben, das Thema, bloß weil Menschen das glauben, heißt es nicht, dass es so stimmt, heißt aber auch nicht, dass es nicht so stimmen würde. So, but still, 100 years, a lot of things can happen in 100 years. Ja. Und auch wenn das in diese 100 Jahre nach dem Tod von Jesus, wo diese ursprüngliche Gospels also niedergehalten worden sind, da kann trotzdem in 100 Jahre sich auch schon sehr viel verändert haben. But Also with that said,
of all the disciples that are mentioned in the Bible, that is the Orthodox version. It's Peter, James, and John, and then Mary Magdalene is tied with Thomas as the fourth most mentioned disciple in the New Testament. Und dann ist trotzdem interessant auf eine Ebene, dass innerhalb von den Neuen Testament die Schüler oder Jünger von Jesus, das muss ich immer aufpassen, weil ich Jünger und Jungfrau auf Deutsch manchmal, das ist für mich so nah dran. Die Jünger von Jesus, dass Peter, Peter, Johannes und James, die meist, wie sagt man, die würden am meisten anerkannt in dem Neuen Testament. Und auf der vierten Stelle waren Thomas und Maria Magdalena ebenso wenig kommen da drin in der Geschichte hervor. Yeah. So, but there's more. Because if we look at the Gospel of John, we realize that there is more said in Greek than your German or English translations. Und wenn wir die griechische Ausgaben anschauen von der Bibel, dann ist wesentlich mehr, also es kommt wesentlich mehr da drinnen vor an Inhalt, als was sind die englische Übersetzungen, die deutsche Übersetzungen, auch die lateinische Übersetzungen. So what I do with my students is I teach them, make sure I teach them the Greek alphabet and enough to be able to look up the words in a Greek lexicon so they can see it for themselves, as opposed to simply believing me. Und auch wenn er unterrichtet, dann bringt er seinen Studenten auch die griechische Alphabet bei, dass sie dann die Möglichkeit haben, selbst in den Texten zu recherchieren, also genügend Kenntnisse von den Buchstaben haben, dass sie dann halt so die Texte für sich selber übersetzen können und sehen können, wie ursprüngliche Texte eigentlich lauten. Because I don't want them to have, yeah, wait, sorry. No, I was just going to say I don't want to, but maybe when you finish your next comment, because it's always so interesting, is that we can also go to the Greek with the three different meanings Sure. of Sure, the sin, absolutely. because that's something that's really important here, where everything is so still in lots of places so Catholic, and it has just one context that opens things up again too. Yeah. So there's a section where Jesus, Mary sees Jesus at the tomb, and so is excited, and she rushes towards him, and he says in English as well as German, "Don't touch me." You guys remember that part? Und es gibt eine Stelle, also in der Bibel, im Englisch und in Deutsch, Übersetzungen, wo Maria Magdalena an den Grabstein, also den Tomb ist, glaube ich, ein bisschen größer denn auf Deutsch, also das, wo du, wenn eine das Wort weißt, Hilfe, aber sagen wir einfach seine Grabstätte, und sie so euphorisch war, ihn an der Stelle also zu begegnen, und dass sie da drauf losgegangen ist, mit dieser wahrscheinlich dann halt in dem Wunsch zu umarmen. Und was aber passiert ist, ist, dass in Englisch und Deutsch kommt dann der Satz, rühr mich nicht an, von Jesus. In Greek it says, "Do not embrace me in that passionate way." Und im Griechisch heißt es, tu mich auf diese leidenschaftliche Art und Weise nicht umarmen. Which is very Okay. odd for a society in the Middle East then and today, for a woman to embrace a man in that way that doesn't have familiarity.
Und dann sagte, dann ist es auch ein bisschen kurios, dass also auf diese leidenschaftliche Art und Weise so eine Aussage zu sagen, weil nach wie vor in die Nahostkulturen ist es so, keine Frau würde auf die Idee kommen, einen Mann so umarmen zu wollen, wenn sie nicht anders intim miteinander wären. Das sind immer noch bis heute Verbote, die da sind. Also ist da auch wieder so ein Widerspruch, wenn man sagt, was war ihre Beziehung zueinander? Also Ja, das zeigt eher auf die Art und Weise, es muss eventuell doch eine Beziehung gegeben haben, wenn sie ihm überhaupt auf die Art und Weise hätte so auf Österreichisch angreifen, also umarmen wollen. yeah. And Mary Magdalene was considered by the church as the apostle of the apostles, because in the accounts of the resurrection of Jesus, she's the first to give the message to everybody else. Und die Maria Magdalene sozusagen auf der hierarchischen Ebene war sozusagen der Oberapostel. Jetzt weiß ich nicht, ob wir Apostelinnen oder wie das nur gendertechnisch heutzutage wichtig wäre, das auszusprechen. Aber sie wäre dann sozusagen so ein bisschen der Oberhaupt von allen Apostels gewesen, weil sie die erste war, die hinterher verkündet hat. Yeah. And there was, as a result, female leadership, even apostles, for the first few centuries of Christianity. Und somit haben wir damals in die ersten Jahrhunderten von Christentum hatten wir dann wirkliches weibliches Leadership, Female Leadership. Ja. Das hat stattgefunden. And just for fun, there's even another one mentioned in the Bible that many of you don't know about. Und anscheinend gibt es dann halt so noch eine weitere weibliche Führerin, wo wir wahrscheinlich, wo er meint, wahrscheinlich wird keine von uns sie kennen. Jetzt bin ich neugierig, wer das ist. You go to the end of the book of Romans, they mention that Andronica, excuse me, and Junius were never ashamed of the chains of the Apostle Paul. So Andronica and Junius. Okay. Dann komme ich in meine Schwierigkeiten, weil ich mich nicht immer überall auskenne. Wenn ich die Namen, wenn es eine besser verstanden hat, auch bitte melden. What is the one called that where her name starts with a A? Andromatus Adromatus and and- Junius. and Junius. 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 And it says they were the foremost amongst the apostles. Foremost amongst the apostles. Und sie waren dann halt auch dann sozusagen dann wirklich in die, ich meine, ich muss das in Neudeutsch machen, Oberliga, also in die oberen Hierarchieebenen von den Apostels. And they use the Greek word apostolos as a title. Und da haben sie dann halt auch das griechische Wort für das weibliche Apostelinnen verwendet für diese zwei. But Junius in Greek has an alpha sigma ending, and it is a female name. Und in Latin, you said, in Roman? In Greek. In Greek, sorry. Und im Greek, in der griechischen Sprache, hat Junius auch die Endung von der Name ist eindeutig weiblich. So it's a woman. And what happens in English, in many of the Bibles, they turn her into a man by changing it from an AS ending to a US ending and changing the word kinsman to relatives. I mean, relatives to kinsmen. Okay. Und dann haben sie einfach das nochmal sozusagen verändert, was viel passiert ist, wenn sie Sachen übersetzt haben, ist, dass sie aus der Endung US oder aus AS, was weiblich, was eine Frau drauf zugedeutet hätte, umgemünzt haben, immer in US, und das ist damit so eindeutig sozusagen dann aufs Männliche, würde dann halt so
vermännlicht auf die Art und Weise und die Frau weggenommen und dass man auch auf das Wort, can you say kinsman and the other again? Relative. So it Und, should be a relative, but in English they'll say kinsman because that makes her a man, even though und she's a dann früher hieß es, dass die Verwandte waren, also die waren so verwandt auf die Ebene. Und dann hat man das aber umgemünzt dann nochmals, dass es dann halt so in wie so eine männliche Sippenschaft dann wurde. Also man hat es dann auch wieder so von weiblich weggenommen oder die Möglichkeit, dass man dann halt verwandt war und es gewandelt nochmals in das Männliche, was dann halt so das Wort Kinsman, also Man, so also umgewandelt wurde. so not only Mary Magdalene was important, but other women in the early church were important and were apostles, including Priscilla as well. And what happens is they get demoted later on, but not early on, and not even in the New Testament. Und dann gab es andere wichtige Frauen, die sind am Anfang haben sie sehr große Rolle auch getragen, wie auch dann die Priscilla. Und die sind aber erst später dann sozusagen herabgestuft worden und kamen dann nicht mehr vor. Yeah, so hope you get the context. So Mary Magdalene is very important historically as a leader in the church. And Mary Magdalene is shown in the Gospel Mary Magdalene as being attacked by Peter, representing the church proper. Und so sieht man, dass die Maria Magdalene eine sehr wichtige Rolle als Führerin, als Leader im Leadership gewesen ist. Aber es wird auch aufgezeigt, dass Peter ganz stark im Namen der Kirche sie dann attackiert hat. Yeah. And if you look at her, or if you could feel into it for a moment, what would you say was her greatest leadership quality? Or what can we learn from her today with her art of leadership that would help us deal with tycoons and tyrants? Because if she was dealing with Peter and some of the other dudes over there, she was dealing with tyrants as well. Well, vulnerability towards uncomfortable truths. Vulnerability towards uncomfortable truths. Okay. Ich habe gefragt, also was war die Leadership aus seiner Sicht, was ist die Leadership-Qualität, die Maria Magdalene damals aufgezeigt hat, besonders in Bezug auf Tyrannen und dann die Hochvermögenden, also die Superreiche sozusagen von heute. Was hat ihr Leadership ausgemacht? Was könnten wir von lernen aus James' Sicht? Was war das? And it was then vulnerability To uncomfortable truths. Genau, also dann halt Verletzlichkeit zu zeigen oder verletzlich zu sein, wenn du unbequeme Wahrheiten aufdecken möchtest oder aussprechen möchtest. Because a good leader has to deal with uncertainties and that which is not expected, even if it doesn't follow the expectations of society. Und eine gute Führer hat dann die Aufgabe, auch darauf eingehen zu können, was unerwartet kommt, mit Sachen umzugehen, die womöglich nicht so ganz die gängige Meinung von der Gesellschaft sind. Also auch da wieder dieser empathischen Weg nochmals zu finden, umführen zu können. Because historically she is shown as, when she accordingly announced Jesus, of course she was not believed right away, right? Und, right? und da gibt es auch dann das Thema, wo die Maria Magdalene die ursprüngliche Verkündung gemacht hat, wo sie eine Wahrheit ausgesprochen hat.
dann würde sie erstmal nicht geglaubt. Also sie hat da auch etwas zum Ausdruck gebracht, was viele nicht hören wollten, als sie dann But halt Jesu verkündet hat.